Hallo, hallöle, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge Greedfall. In der letzten Folge habe ich hier in der Arena der Ehre den Champion besiegt. Jetzt geht's hier weiter zur Mutter Kardinalin, wie man recht sieht. Denn gegen die möchten wir ja so eine kleine Intrige, so nenne ich es mal, einstielen. Also, let's go. Ich habe übrigens mein Mikro irgendwie so ein bisschen neu einstellen müssen und hoffe sehr, dass die Tonabmischung vernünftig ist und nicht zu leise. Wenn die zu leise sein sollte, zu laut dürfte sie nicht sein. Aber wenn die, wie gesagt, zu leise sein sollte, dann tut mir das leid. Und dann werde ich da auf jeden Fall für Abhilfe sorgen. Aber frühestens in der nächsten Folge. Okay, zum Rücken stehe ich. Wie komme ich raus? Oder mal anders gefragt. Warte mal, ist das hier mein Haus? Nee. Ja, ich habe ja auch irgendwo ein Haus und da habe ich auch eine Schnellreisemöglichkeit. Spinne ich? Oder habe ich hier gar keins? Scheint eine andere Stadt gewesen zu sein, ne? Oder ich habe irgendeine Räumungsklage versäumt oder so und bin da jetzt rausgeflogen und habe deswegen kein Haus mehr, ich weiß es nicht. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ja. Also, wo ist die Mutter Kardinalin denn? Das ist doch hier. Ist die dann hier vor den Stadttoren oder was? Junge, diese Wechsel mit der Karte immer. Ich muss hier geradeaus, dann links halten. Okay. Okay, let's go. Ich habe wieder den üblichen Frosch im Hals gerade. Das war auch nicht mein Haus zufällig. Nö. Na gut. Nee, das ist nicht richtig. Ich muss hier lang und dann hier lang. Ach man, ich denke die ganze Zeit, der Marker auf der Karte zeigt Richtung Stadtausgang, aber das ist ja der Palast. Und dann macht es auch Sinn, dass da die Kardinalin ist, Mensch. Junge, jetzt habe ich's aber. Ja, genau, das ist der Palast von ihr. Bitte schöne rote Tapete. Da hockt sie doch. Ah, Your Excellency. We were eagerly awaiting your arrival. Sister Eugenia was just recounting me the tale of your achievements and telling me about the incredible discoveries you've made. These relics shed a new light on the last years of our founder. It all demonstrates that he hadn't evangelized the islanders, but, on the contrary, he would even have adopted some of their rituals, merging the cult of the enlightened and the cult of nature in a single dogma. These discoveries, if they can be verified, are extraordinary. But they also represent a great upheaval that could harm our nation. We must first verify their authenticity. You are the only ones who entered this cave. Could what you have witnessed been a falsification? Wir sprechen mal über die Höhle als The erstes. cavern we discovered is located in a very remote place. There is no islander village nearby. It contains some ruined dwellings, but clearly no one has lived there for a very long time. Fraudsters would inevitably have left traces of their passage, and we have not found any.
The entrance to the cave was protected by one of those giant creatures that the natives call a Nardaig. These guardians usually protect sacred places and let no one enter without a fight. I had to kill this beast, which leads me to think that nobody had entered the cave for a very long time. We discovered ancient frescoes on the walls of the cave. They represent Saint Matthias without a doubt. He is depicted with his chaplet. In one, he is praying for the divinity of the island. In the other, his face was being painted by a native. I understand how shocking these discoveries are, but their antiquity proves that they are genuine. The tablets found at the site, however, attest that our founder had not abandoned the cult of the Enlightened. He simply saw it as two different reflections of the same divine power. The relics could be authentic, Your Excellency, but we only have your word to convince us. The political and religious impact of these discoveries will be unprecedented. We risk schism, civil war, and who is to say that this is not a plan to weaken us? So, Charisma, ja, ich bin ja ein Freund des Charismas. Ich habe leider keins, aber ich versuche es auch gerne immer wieder. Positiven Aspekte der Entdeckung aufzeigen, okay. Ja, ich versuch's mal. It seems that you only see the negative aspects of this discovery, but the reality is very different. By integrating some of the natives' beliefs into your dogma, you could build an alliance with them. Something no other nation has managed to achieve before. What good is such a reproach if our nation has fallen into chaos? Naja, wir sind's ja gewohnt. I would also like to inform you that a member of the Ordo Luminous was part of the expedition. He tried several times to sabotage it, even killing many of his colleagues for it, and finally attacked us as we were preparing to join San Matthias. You'd have thought that the remaining members of the Order would go to such extremes. But I fear these attacks are just a reflection of what will happen if your discoveries are made public. Your Eminence, we are faced with a crucial choice for our nation. What does a man of faith do in such a dilemma? He prays and places his trust in the one who came before him and has shown more wisdom. Saint Matthias shows us a new way. If we are believers, can we really turn our backs on him? You surprise me, Petrus. You who are always so political, yet your words seem sincere. You give me something to think about. Thank you. Does anyone wish to add anything? Na komm, wir das auch noch durch. Doubts about the future that will inevitably be caused by such a revelation. You hesitate just as St. Lucius did to tell us about the journey of his master. Yet he revealed what he knew, and his words still guide Thélème today. Thank you for your testimony. I will now retire to think about everything and make my decision. After much thought, I have decided it best to silence these dangerous discoveries. Our nation cannot risk civil war. But, Your Eminence, this research... Enough, my dear. I have made my decision. Your research must end immediately. I cannot keep the secret of what I discovered. The world must know. It would be a shame to hear that our most distinguished theologian was arrested for heresy, my dear. Very well, Your Eminence. Your Excellency, kurz wieder in die Spur gebracht, the importance of the help you have given us, and I am grateful for it. And I hope I can count on your discretion. It would be a shame for our relationship with the congregation to suffer due to questionable allegations. Of course, Your Eminence. Okay, Heilig und Wild haben wir dann wohl abgeschlossen. Das war dann offensichtlich die... Nee, Moment, gefährliche Wetten läuft auch noch. Okay, ja, dann war das jetzt, glaube ich, die Triggeraktion oder der die Trigger-Konversation für eine andere Quest. Müssen wir die jetzt wahrscheinlich nochmal ansprechen. And you, Petrus, what can I do for you?
We have come to offer our support. Ist ja nicht so, dass wir gerade die ganze Zeit miteinander geredet hätten und schon vor dir gestanden hätten. How do you know that? Oh, I see. You tricked my informer. We just let him believe that I would lose. All I did was take the Ja, place of das your ist jetzt money die lender. Quest, die ich eigentlich You owe me a handsome sum. mit dir besprechen All of wollte. this just to make me spill the beans, am I right? I didn't expect you to play this kind of game, Your Excellency. It is true, though, that with such a teacher... Oh, come on, Cornelia. You excel at this game. It's true. And I also know when to admit defeat. What do you want from me? We won't use what we know of you, nor what you owe us. So long as you act loyally towards the congregation and Constantine. Is that clear? Is that what you're expecting? Ah, but I'm sure that this sly old fox has something else in mind, right? You hope that I'll support you when you court the rank of cardinal? You haven't learnt your lesson, then? Have you forgotten the abyss into which you plunged because of your ambition last time? Petrus, what is she talking about? Cornelia, you don't have the right to use that against me, to disclose what I revealed to you that day. It was said under the seal of the Enlightened, it's true. But if someone deserves to know, it's him. No, please. Since you have no intention of speaking, I will. Petrus knew your mother, child. Your real mother. My mother? Boom. Petrus, is this true? How? Be damned, Cornelia. It's true. I knew your mother. I used to go to the jail to give my spiritual support to the prisoners of the Prince d'Orsay. That's where I met her. She was alone, afraid, and exhausted. And so strange. Obviously, I had no way of knowing that she came from here. The princes kept their secret well. Why didn't you tell me about it? You knew that my uncle lied to me and you kept quiet. I was ashamed. Ashamed of having left her to die in that dead-end pit. Completely alone. Why talk to others about it then? Why does she know? One evening, in a fit of despair, Petrus felt the need to share this great burden with someone. At the time, you were the ear of the enlightened, Cornelia. You have broken your vows. Ah, damnation. It's better out in the open. I've wanted to tell you about it since I met you. Now that you know, I want to do something in her memory. I will help you find your family here on the island. The prince sent you here to use you. But I can ensure that all of this serves a purpose. How could I possibly believe you now? You have used me for your scheming and kept me in the dark. I understand how you feel, my child. Let's wait a little, until you've taken it all in. Time heals the wounds of the soul. Come back and see me when you are ready. As for you, Cornelia, remember what we have on you. You no longer have the upper hand. Be careful, de Sade. You now see the real Petrus, sly and opportunistic. Okay. Nettes Gespräch, danke dafür. Wir sagen, Quest, das war ja eine Nebenquest, ne? Ist dann abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt haben wir hier noch, klar, dieses Erkundungsding und dieses andere Langzeitding. Das macht man so über das ganze Game verteilt, würde ich sagen. Champion der Arena. Ah, weiß nicht. Das habe ich ja... Ah ne, das habe ich auch in einer der letzten Folgen ja so weit vorangetrieben, bis ich bei dieser 5. Herausforderung war. Und die ist einfach noch zu krass. Da kam dann diese halbe Armee auf mich zu. Das brauche ich nicht nochmal angehen. Das ist zu heftig. Dann können wir jetzt tatsächlich eine der nächsten Hauptquests angehen.
Das Leid von Konstantin. Ah ja, genau. Meinem Cousin geht's ja nicht so gut. Für den suchen wir jetzt einen Heiler. Der ist schon ganz durchzogen von diesen komischen schwarzen Krampfadern. Und ich meine, der war auch selber der Ansicht, dass er daran sterben wird. Aber wir werden sehen. Da müssen wir hin. Okay, dann müssen wir erstmal gucken, dass wir jetzt zu dem Reisepunkt kommen. Erstmal raus hier. Was ist das denn hier? Bitte Celius. Okay. Irgendwie müssen wir beides machen. Ich hätte jetzt aber mal Bock, hier aus San Mateos rauszukommen und nach Wenchawai, so spreche ich es mal aus, zu reisen. Dazu, genau, hier geradeaus, da dann rechts. Das mache ich jetzt mal. Einfach mal rauskommen hier aus dem Städtchen. Da ist das Stadttor, sehr gut. Let's go, würde ich sagen. Hier muss man jetzt wieder so ewig lange diesem Weg folgen, um hier rauszukommen. Beziehungsweise, ich glaube, vorne, oben ergibt sich, glaube ich, schon irgendwo so ein Reisepunkt. Glaube ich. Ich meine, hier ist irgendwo was. Oder? Genau, da ist so ein Lagerfeuer, das ist es eigentlich. Ja. So, da wollen wir hin. Und zwar zur Weststraße. Okay, hat ja lange gedauert. Nicht. Oh, Junge. Den hier will ich. Jawohl, er hat mir eine geklaut. Jawohl. So, ihr Feinis. Dann gebt mal euer Zeug her. Da ist noch einer, den haben wir aber, glaube ich, gar nicht getötet. Wem gehört denn das Zelt? Ah, dem Typen, der da drunter begraben ist. Okay. Den habe ich wahrscheinlich gerade schon gelootet. Vermute ich. Ah, da unten müssen wir hin. Okay. Ich sehe da hinten nur ein bisschen Harz noch. Das würde ich mitnehmen. So, und ich meine, dann können wir am besten dem Weg folgen. Okay.
Ich den? Ah, schön. So, da sind irgendwelche komischen Biester. Da vorne geht's auch wieder zur Sache. Ah, Lagerbereich. Okay, lass den mal eben aufdecken. Diesseits des Flusses, oder? Ja, diesseits. Ja, da müssen wir eventuell... Ja, da müssen wir auf jeden Fall gegen die ran. Ich glaube, die sind stark. Naja, schwach ist zumindest was anderes. War jetzt zu handeln, aber... Schwach waren sie auch nicht. Muss man zur Ehrenrettung sagen. So, und da können wir nämlich, genau... noch ein Lager aufschlagen. Dann haben wir doch einen Schnellreisepunkt noch und so. Und dann sind hier in der Region scheinbar alle aufgeschlagen, okay. Ah, da sind wir schon. Quesi! Get out! Who do you think you are to defoil our ritual? One of those mind shakers, no doubt. Aiden, it is your duty to assure we are not interrupted. 1,000 pardons, Tian. It is indeed one of those mind shakers. A mind shaker? Look at him more closely, Aiden. He is an Almanawi. Present yourself, and tell me why you interrupt our ceremony. My name is Desarde. I have come looking for you to ask for your help. This man with you, he is one of the mind shakers. One who attempts to turn our village. I am not a mind shaker. A missionary. But I am indeed a priest of Thélème. And I assure you I have no intention of attempting to convert you. Really? Those who claim to belong to the light spend their time bothering us, and here you are. I had no knowledge of their presence here. I am only here to accompany my young friend. Then, how can I help you? My cousin suffers from a terrible sickness. The Malachor. I do not know this sickness. But perhaps we call it by a different name. It turns the blood black and provokes terrible suffering. And alas, it is fatal in all cases. We've never seen the ailing touched by such a sickness. And I doubt I am able to heal your cousin. We are looking for a remedy, but urgently need to relieve his pain. Could you slow the progression of the sickness? Keep him from suffering? In that, I can help you. I know how to make one forget the pain, even the most severely wounded. But Tiern, with all that is happening now, you cannot leave to visit this ill person. It is true. My village needs me now. I cannot leave. I must attend them. What is going on? Perhaps we can help you. Truly? Okay, da kommt die Quest in der Quest. Die Nebenaufgabe, die wir erst erfüllen müssen, bevor es weitergeht mit unserer eigentlichen Quest. Tell us what we need to do. The situation has become unbearable. And it all started when these mind shakers began arriving. They wanted to convert everyone and take them to another place. Turn them away from us. And of course, the village folk would not be persuaded. But the mind shakers remained.
And it was also at that time the Tenland started to attack. It is not their way to do as such. There are many wounded, and recently many have gone missing. We must discover from where these monsters come. I can try and talk sense into the missionaries, perhaps with the help of Bishop Petrus. As for the attacks of the creatures, I will see what I can do. But I need more information. Our master hunter, or the families of the taken, could most likely help you. Very well. I'll take care of it. Make preparations to accompany us. The days are burning like very thin candles. Do not worry. If you see to the concerns of my village, I will be most happy to accompany you. Let's go and see this master hunter. He may be able to explain all there is to learn about these attacks. Okay. Ja, können wir dem denn noch so ein bisschen hier die Bude ausräumen vielleicht? Da hinten sehe ich doch was. Als guter Gast nimmt man ja was mit. So. So. Mehr gibt's nicht, okay. Junge, lass mich zurück hier. Da ist noch was. Okay. Ja, ich würde sagen, dann sind wir schon wieder voll drin in der nächsten Aufgabe. Hier um die Ecke ist direkt der Jäger, mit dem wir sprechen sollen. Da ist noch was zum Aufdecken. Da unten ist noch ganz viel zum Aufdecken. Da oben ist auch noch was. Wo sind wir eigentlich hier? Ah, da wo die Kaserne ist, okay. Ja. Gut. Mit den Aufgaben geht es dann aber in der nächsten Folge weiter. Hier mache ich jetzt erstmal den Cut. Ich sage wie üblich, danke fürs Zuschauen. Bleibt weiterhin gesund. Und haut da rein, Leute.